Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für leckere Eierlikör-Muffins mit Schokodrops. Dafür mischen wir zunächst die trockenen Zutaten 300 Gramm Weizenmehl Typ 405, einen Teelöffel Backpulver und eine kleine Prise Salz in eine Schüssel geben und kurz miteinander verrühren. Danach ein Päckchen Vanillezucker sowie 150 Gramm weißen Zucker in eine Rührschüssel geben, 3 mittelgroße Eier dazugeben und jetzt alles mit einem Mixer für 2 bis 3 Minuten verquirlen und richtig schön schaumig schlagen. Wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten dazu. 150 Gramm geschmolzene Butter, die habe ich bei niedrigster Stufe auf dem Herd schmelzen lassen. Danach mit in die Rührschüssel geben, außerdem die Mehl-Backpulvermischung dazugeben und dann kommt noch Eierlikör dazu, ebenfalls ca. 150 Milliliter. Alle Zutaten anschließend mit einem Mixer verquirlen und zu einem glatten Teig verrühren. Danach fehlen nur noch die Schokodrops oder Schokostücke, insgesamt 100 Gramm Zartbitter-Schokodrops dazugeben, kurz unterrühren und dann sind wir mit dem Teig auch schon fertig. Jetzt ein 12er Muffinblech mit Papierförmchen auskleiden. Alternativ könnt ihr das Muffinblech auch mit Butter einfetten und dann den Teig mit Hilfe eines Eisportionierers oder einem Esslöffel auf die 12 Mulden des Muffinblechs verteilen. Der Teig sollte exakt für 12 Muffins ausreichen. Zum Schluss gebe ich noch ein paar extra Schokodrops für die Garnitur oben drüber und so geht das Blech danach in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten, bis die Muffins schön aufgegangen sind und eine goldbraune Farbe angenommen haben. Die fertigen Eierlikör-Muffins anschließend aus dem Ofen holen, jetzt etwas abkühlen lassen und dann am besten sofort servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.